Wir sind Christian und Susanne und bereisen gemeinsam seit einigen Jahren Europa. In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Reise entlang der beeindruckenden Westküste Dänemarks. Die Küstenlinie zwischen Skagen und Rømø bietet endlose Strände, Dünenlandschaften, Relikte aus der Seefahrerzeit und weite Horizonte. Ideal für alle, die statt Trubel und Touristenmassen nach Entspannung, Wind und klarer Küstenluft suchen. Los geht's in Skagen, dem nordöstlichsten Punkt Dänemarks. An der äußersten Spitze Jütlands treffen Kattegat und Skagerrak aus zwei Richtungen aufeinander. Den Wellen zuzusehen, wie sie über dem Skagener Riff aufeinanderschlagen, gehört zu den faszinierendsten Naturphänomenen, die wir je erlebt haben. Die kleine Landzunge namens Grenen besteht aus Sediment, das von den starken Strömungen Jahr für Jahr angespült wird und bietet die einzigartige Gelegenheit, mit dem einen Bein in der Ostsee und zur gleichen Zeit mit dem anderen Bein in der Nordsee zu stehen. Der kleine Deich konnte durch Sand- und Kiesablagerungen in den vergangenen 100 Jahren auf die beachtliche Länge von über 1 Kilometer heranwachsen. Der Strand von Grenen befindet sich unter dem Einfluss von Wind und Gezeiten im stetigen Wandel. Allerdings bringt die exponierte Lage am äußersten Ende von Dänemark auch gefährliche und starke Strömungen mit sich, weswegen es strengstens verboten ist, hier im Meer zu baden. Nicht nur der beeindruckende Strand, sondern auch das magische Licht Skagens ziehen bereits seit Generationen jede Menge Künstler, Maler und Naturliebhaber aus aller Welt an. Denn abseits der vielbesuchten Touristenpfade bietet Skagen mit Ausstellungen, seinem Bunkermuseum, seinem Leuchtturm und seinen Naturschutzgebieten zahlreiche Erlebnisse für jeden Geschmack. Wenn du früh am Morgen oder spät am Abend kommst, hast du gute Chancen, diesen ganz besonderen Platz für dich ganz allein zu genießen. Nur einen Steinwurf von Skagen entfernt liegt Dänemarks größte Wanderdüne, die sogenannte Råbjergmile. Knapp 4 Millionen Kubikmeter Sand bilden die bis zu 40 Meter hohe Wanderdüne. Sie bewegt sich seit über 300 Jahren unaufhaltsam in Richtung Nordost und legt dabei pro Jahr eine Strecke von etwa 15 bis 20 Metern zurück. Das bedeutet für Skagen und die dorthin führende Hauptverkehrsstraße, dass sie in etwa 100 Jahren vollständig mit Sand bedeckt sein werden, bevor der harte Wind die Råbjergmile eines Tages ganz in die Ostsee geweht haben wird. Wenn man heute auf der 1 Million Quadratmeter großen Düne unterwegs ist, überkommt einen unweigerlich das Gefühl, sich mitten in einer Wüste zu befinden. Deswegen war Råbjergmile sogar schon Drehort einiger Filme. Die Region rund um Skagen war schon immer stark vom Flugsand betroffen. Der Meeresspiegel lag tiefer, die Strände waren unendlich breit und so wurde aus westlicher Richtung Sand herangetragen, der sich zu Dünen aufschichtete. Große Teile des Bodens wurden dadurch für die Landwirtschaft unbrauchbar gemacht. Die Menschen vor Ort versuchten sich lange gegen die Verwehungen zu wehren, mussten jedoch schließlich ihre Häuser verlassen. Ein eindrucksvolles Zeugnis dieser Zeit ist die versandete Kirche, deren Kirchenschiff heute vollständig unter dem Sand verschwunden ist. Nur noch der Kirchturm ragt sichtbar heraus. Alles, was die Wanderdüne unter sich begräbt, taucht Jahrzehnte später auf der anderen Seite wieder auf. Zu beachten ist jedoch, dass man bei einer Wanderung über die Düne Gefahr läuft, auf Treibsand zu stoßen. Ein unvergessliches Reisehighlight, das dich garantiert beeindrucken wird. Ebenfalls im hohen Norden Jütlands steht eins der berühmtesten dänischen Wahrzeichen, der Leuchtturm Røbjergknudefyr, für dessen Leuchtfeuer am 1. August 1968 für immer erlosch, denn seine Erbauer mussten den Kampf gegen die Naturgewalten der Region aufgeben. Røbjergknudefyr wurde im Jahr 1900 eingeweiht und auf der gleichnamigen Düne in Betrieb genommen.
Sein Licht diente als Peilmarke für alle Schiffe, die in dänischen Gewässern fuhren. Allerdings begannen bereits wenige Jahrzehnte später, wie auch in Skagen, die starken Sandverwehungen und die Dünenbildung den Betrieb zu stören. Zuletzt wuchs die Düne sogar so hoch, dass sie die Sicht auf das Leuchtfeuer blockierte. Deswegen und weil ohnehin neuere Navigationstechniken den Leuchtturm unnötig machten, versetzte man Rødbjerg für in Ruhestand. Zwar wurde noch einige Zeit ein Museum auf dem Gelände betrieben, doch letztlich gab man den Kampf gegen den Sand um die Jahrtausendwende endgültig auf. Aufgrund seiner Berühmtheit wollten die Dänen ihren schönen Leuchtturm aber nicht einfach dem Sand überlassen und versetzten ihn im Jahr 2018 um ganze 80 Meter ins Landesinnere. Eine Mammutaufgabe, die den Besuch dieses Platzes mehr als rechtfertigt. Zugegeben, das Bauwerk mit seiner besonderen Patina inmitten dieser kleinen Wüste direkt an der rauen Nordsee schafft es nicht nur zu beeindrucken, sondern kann regelrechte Endzeitstimmung hervorrufen. Ein Augenblick, den du auf deinem Westküstenabenteuer auf gar keinen Fall verpassen solltest. Nur wenige Kilometer weiter in Richtung Süden führt die Route an die Küstenorte der berühmten Jammerbucht. Die Bucht ist bekannt für ihre endlosen Strände, die kräftigen Winde und die offene Nordsee. Die konstanten Windverhältnisse machen sie zu einem Hotspot für Kitesurfer, Windsurfer und Strandsegler. Auch Paraglider nutzen die Steilküsten rund um Lønstrup und Rødbjerg, um fast lautlos über das Meer und die Dünen hinweg zu gleiten. Ein Anblick, der sich perfekt in das Bild dieser weiten Küstenlandschaft fügt. Im beliebten Ferienort Løkken verschmilzt das aktive Strandleben mit der dänischen Badehauskultur. Die weißen Badehäuschen am Strand sind ein Wahrzeichen und ziehen sich in langen Reihen bis ans Wasser. Weiter nördlich erinnern die massiven Bunkeranlagen der Furby Kystbatterie an den Zweiten Weltkrieg. Mit direktem Zugang zur Nordsee war die Jammerbucht ein strategisch wichtiger Punkt im Atlantikwall. Heute sind die Betonruinen stille Mahnmale und zugleich beliebte Aussichtspunkte über die Küste. Ihren Namen verdankt die Bucht allerdings nicht dem Krieg, sondern den vielen Schiffsunglücken vergangener Jahrhunderte. Jammerbukten bedeutet wörtlich Bucht des Klagens. Früher strandeten hier unzählige Schiffe, denn Wind und Strömungen sind in dieser offenen Küstenlage unberechenbar. Heute zeigt sich die Bucht von einer friedlicheren Seite. Kilometerlange Strände laden zum Baden, Spazierengehen oder Reiten ein. Die offenen Dünenwege zum Wandern und Radfahren. Und genau darin liegt der Reiz der Jammerbucht. Sie verbindet Ruhe und Dynamik. Ein Stück dänische Westküste, das sich je nach Blickwinkel immer wieder neu zeigt. Und wenn gerade schon einmal die Rede von der Jammerbucht ist, dann darf natürlich auch ein Halt im dänischen Pendant zu dem kalifornischen Surfmecker schlechthin nicht fehlen. Cold Hawaii, ein Küstenabschnitt rund um Klittmøller, der mit konstantem Wind, kräftigen Wellen und einer lebendigen Surfszene begeistert. Ursprünglich ein ruhiges Fischerdorf hat sich Klittmøller zu einem internationalen Treffpunkt für Wellenreiter, Kite- und Windsurfer entwickelt, ohne dabei seinen nordischen Charme zu verlieren. Statt Beachbars und viel Trubel setzt Cold Hawaii eher auf Gelassenheit, Naturverbundenheit und eine enge Community. Wer hierher kommt, sucht nicht den großen Auftritt, sondern echtes Lebensgefühl am Meer. Die raue Küste, das klare Licht und die Nähe zum Nationalpark Thy machen den Ort auch für Wanderer, Fotografen und Naturfreunde reizvoll. Ob mit dem Surfbrett auf dem Wasser oder mit einem heißen Kaffee am Dünenrand. Cold Hawaii ist der beste Beweis, dass gute Wellen nicht unbedingt in warmen Gefilden entstehen müssen. Das liegt vor allem an der offenen Lage direkt zur Nordsee.
Wind und Wellen treffen hier ungehindert auf die Küste und sorgen regelmäßig für ordentlich Wellengang. Dazu kommt, dass in der Region häufig Wind aus West und Nordwest weht, genau das, was Surfer brauchen. Der Meeresboden mit Sandbänken und kleinen Riffen formt die Wellen zusätzlich so, dass sie gut surfbar werden. So entsteht in Klittmöller eine ganz besondere Mischung. Mal ruhige, gleichmäßige Wellen für Anfänger und mal kraftvolle Sets für Fortgeschrittene. Und weil das ziemlich oft der Fall ist, nennen viele den Ort mittlerweile liebevoll Cold Hawaii. Klittmöller ist kein typischer Ferienort mit langer Strandpromenade, aber genau das macht seinen Reiz aus. Zwischen Dünen, Ferienhäusern und Fischerbooten liegt ein Ort, der entspannt und authentisch geblieben ist. Die Surfschule direkt am Strand bietet Kurse für jedes Level, vom ersten Wellenritt bis zum anspruchsvollen Manöver. Wer nicht surft, kann den Tag trotzdem ganz nah am Wasser verbringen, beim Spazieren, Staunen oder einfach mit den Füßen im Sand. Klittmöller wirkt wie ein Ort, in dem die Zeit keine große Rolle spielt, solange man den Wind hört und das Meer sieht. Wer zum Bobia Fyr kommt, den erwartet nicht nur ein Leuchtturm, sondern ein Ort, der sich ein bisschen anfühlt, als wäre er aus einem anderen Land herübergeweht worden. Die steile Küste, das satte Grün der Wiesen, das graublaue Meer und der weite Himmel erinnern eher an Irland oder Wales als an das flache, friedliche Dänemark. Der Wind weht hier fast immer und manchmal kommt Nebel vom Meer herauf, der die Szenerie für einen Moment in etwas Magisches taucht. Der Leuchtturm selbst wurde 1877 erbaut und diente über 100 Jahre lang als wichtige Orientierungshilfe für Schiffe an der gefährlichen Westküste. Um ihn von der See aus von den benachbarten Kirchturmen in Ferring und Trans unterscheiden zu können, bekam Bobia Fyr seinen in Dänemark einzigartigen roten Anstrich. Der rote Ziegelturm ist mit seinen 26 Metern zwar nicht besonders hoch, aber durch seine exponierte Lage auf der Klippe weithin gut sichtbar. Bis zu 35 Kilometer weit reichte seinerzeit das Licht des Leuchtfeuers. Heute ist der Leuchtturm außer Dienst, doch das Gelände lebt weiter. In den ehemaligen Wärterwohnungen gibt es wechselnde Ausstellungen, kleine Konzerte und ein Café mit selbstgebackenem Kuchen und kostenlosem Meerblick. Die Stimmung rund um Bobia Fyr ist geprägt von Weite und Wind. Die steilen Küstenpfade laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein, mal direkt an der Abbruchkante entlang, mal etwas geschützter durchs hügelige Hinterland. Unten rauscht die Brandung der Nordsee, oben fliegen Möwen im Aufwind und manchmal begegnet man hier keiner Menschenseele. Wiedesande liegt auf einem schmalen Streifen Land zwischen Nordsee und Ringkøbingfjord. Der Ort wirkt offen, bescheiden und windvertraut. Schon bei der Ankunft spürt man, dass hier das Wasser nicht nur landschaftliche Kulisse ist, sondern der Rahmen, in dem sich das tägliche Leben bewegt. Die Nordsee prägt das Klima und gibt den Tagesrhythmus vor. Dazwischen liegt ein Hafen, der bis heute von der Fischerei lebt. Besonders im Frühjahr und Herbst zieht es Angler an den Schleusenkanal. Dann wandern Heringe aus der Nordsee in den Fjord und das sonst ruhige Ufer füllt sich mit Einheimischen und Urlaubern, die geduldig auf den nächsten Biss warten. Die Szene wirkt beiläufig fast unspektakulär und gehört doch seit jeher zum festen Bild des Ortes, was die alten Fischerhütten am Ufer bezeugen. Im Süden beginnt der feinsandige Badestrand, geschützt durch hohe Dünen. Hier treffen sich Badegäste, Surfer und Spaziergänger, manchmal gleichzeitig, manchmal nacheinander. Weiter nördlich steht der Lyngvik Fyr. Nach 159 Stufen eröffnet sich der Weitblick über Dünen, Meer und die Wasserlinie. Wer einmal in Wiedesande war, merkt schnell, dass man nicht viel braucht, um bleiben zu wollen. Vielleicht zählt der Ort auch deswegen zu den beliebtesten Reisezielen in Dänemark.
Auf dem Weg entlang der Küste in Richtung Süden führt die Strecke vorbei an Weyers Strand, wo im Sommer 2025 ein Pottwal aus Treibgut und Strandmüll als Minispielplatz gestaltet wurde. Er erinnert an den Walfang, der jahrhundertelang den Rhythmus der Westküste bestimmt hat und greift dabei im typisch skandinavischen Stil auch moderne Elemente mit auf. Und fährt man noch ein Stück weiter, erreicht man am westlichsten Punkt Dänemarks den berühmten Ort Blåvand, dessen wenige hundert Einwohner jedes Jahr aufs Neue ihre Tore für Reisende aus aller Welt öffnen. Der Blåvandshuk Fyr steht sichtbar über dem flachen Küstenland, umgeben von Dünen und Heide. Die Gegend eignet sich für Spaziergänge, Muschelsuche und bei Windstille auch mal für eine Stunde im Strandkorb. Mit etwas Glück trägt die Brandung Bernstein an den Strand. Wer jedoch selbst kein Fundstück entdeckt, kann im nahegelegenen Tirpitz-Museum eine eindrucksvolle Bernsteinsammlung bestaunen und einiges über das Gold des Meeres erfahren. Im Ort selbst mischt sich Küstennähe mit Infrastruktur. Es gibt Bäcker, Boutiquen, Galerien, Restaurants, von Hotdog bis Tapas. Viele Geschäfte setzen auf Regionalität, andere auf Freizeitmode oder Outdoor-Ausrüstung. Der Ferienpark Vilbjerg Strand bietet Indoor-Spielplätze und ein Badeland. Wer hierher kommt, findet weite Strände, einen gut erhaltenen Leuchtturm, viele Ferienhäuser und das Gefühl, draußen zu sein, ohne sich dabei zu verlieren. Ideal für Familien mit Kindern. Blåvand kann vieles gleichzeitig. Natur und Gastronomie, Familienurlaub und Rückzug, Wind und Weitblick. Kein Geheimtipp, aber ein verlässlicher Ort für alle, die gerne mit den Füßen im Sand und dem Blick aufs Meer stehen. Wer entlang der dänischen Westküste ein Stück Geschichte erleben möchte, sollte auf keinen Fall einen Ausflug in die älteste Stadt des Landes verpassen. Die Geschichte von Ribe reicht weit in die frühe Wikingerzeit zurück. Im Mittelalter war die Stadt eine der wichtigsten Hafenstädte in ganz Dänemark. Neben dem Handel wurde Ribes Geschichte vor allem durch den Einfluss der Kirche geprägt. Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts war Ribe für seine Hexenverbrennungen bekannt. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Dom zu Ribe, welcher bereits 1250 eingeweiht wurde und schon aus weiter Entfernung nicht zu übersehen ist. Die Errichtung des Doms, der einzigen Kirche mit 5 Schiffen in ganz Dänemark, dauerte etwa 100 Jahre. Der romanisch, später gotisch erweiterte Dom zu Ribe ist sowohl innen als auch außen ein beeindruckendes Gebäude und zugleich die Grabstätte zweier dänischer Könige. Ribe hat im Laufe der Jahrhunderte viel erlebt. Die Stadt wurde geplündert, niedergebrannt, überflutet und mehrfach von der Pest heimgesucht. Trotzdem blieb sie in ihrer historischen Erscheinung bestehen. Was andernorts verschwunden wäre, steht hier in Ribe noch immer. Kopfsteinpflaster, Dom, Rathaus. Nicht ganz unversehrt, aber dafür unerschütterlich. Ribe ist nicht nur eine Stadt mit einer aufregenden Geschichte, sondern bietet auch eine große Auswahl an Geschäften und Restaurants. Eines der ältesten Gasthäuser Dänemarks ist die Ribe Stube, die Platz für bis zu 50 Gäste bietet und mit regionalen Speisen und Getränken überzeugt. Mit einem kleinen Marktplatz, den die Wikinger um 700 gründeten, beginnt die Geschichte Ribes. Noch heute kann man die Spuren der Wikinger verfolgen und sogar hautnah erleben. Im Museum Ribes Wikinger, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, können kleine und große Besucher auf Zeitreise gehen und in die Welt der Wikinger eintauchen. Das Freilichtmuseum Ribe Viking Center bietet lebendige Geschichte mit vielen rekonstruierten Gebäuden und Bauwerken aus der Wikingerzeit. Ein besonderes Highlight ist der jährliche Wikingermarkt, international bekannt und ein beliebter Treff für Wikinger, Händler, Krieger und alle Gäste, die sich für die lebendige Geschichte der Wikinger interessieren. Ribe ist ein absolutes Reisehighlight und gehört zum Pflichtprogramm für jeden Besuch an der dänischen Westküste.
Wer aus Deutschland über den Süden nach Dänemark reist, trifft spätestens auf Rømø zum ersten Mal auf ein Bild, das für viele typisch dänisch ist. Ein endlos breiter Strand, auf dem Autos direkt bis ans Wasser rollen. Rømø ist die südlichste Nordseeinsel Dänemarks, mit dem Festland über einen langen Damm verbunden und bei Ebbe fast genauso groß wie Sylt gegenüber. Der breite Sönnerstrand im Süden und La Kolk im Norden der Insel bilden offenes Terrain. Sand, soweit das Auge reicht. Hier darf man mit dem Auto auf dem Strand fahren, parken, picknicken, Drachen steigen lassen oder sich direkt hinterm Kofferraum in den Wind legen. Es ist unkompliziert und zugänglich, typisch dänisch eben. Besonders bei Familien, Campern und Wassersportlern ist das natürlich praktisch. Kein Schleppen, keine Wege, alles direkt am Platz. Im Gegensatz zu deutschen Stränden herrscht hier wenig Formalität. Der Übergang von Straße zu Sand ist fließend, es gibt keine Schranken, keine Tickets, nur Schilder, die an Wind und Tide erinnern. Wer möchte, bleibt den ganzen Tag bei Sonne, Wind oder einfach nur für einen Spaziergang zwischen Meer und Himmel. Neben dem Autostrand bietet Rømø aber noch viel mehr. Ruhige Dünenlandschaften, Heideflächen, weite Wattgebiete und eine entspannte Ferieninfrastruktur. Im Ort Havneby gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Fischrestaurants, Ferienhäuser und die Fähre nach Sylt. Der Hafen bleibt bescheiden, der Ton freundlich, das Tempo langsam. Der Norden der Insel ist stiller. Dort findet man Reitwege, Radstrecken und wie auch sonst an der gesamten Nordseeküste versteckte Relikte aus der Zeit des Walfangs und dem Zweiten Weltkrieg. Trotz vieler Besucher im Sommer wirkt die Insel selten überlaufen. Dafür sorgen allein schon die Weite des Strandes und die Offenheit der Landschaft. Rømø ist für viele das Tor zur Westküste Dänemarks. Der erste echte Küstenmoment, das erste Mal Wind im Gesicht und Sand unter den Reifen. Wer hier aussteigt, kommt schnell in den Rhythmus. Langsam, weit, nordisch eben. Und wenn du die Insel ganz genau kennenlernen möchtest, dann schau dir gern unsere schönsten Highlights auf Rømø an und lass dich überraschen, was jenseits des Strandes noch auf dich wartet. Vergiss aber auf keinen Fall, unseren Kanal zu abonnieren, um auch in Zukunft keine unserer Skandinavien-Tipps zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!